Das brandneue Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Add-on betritt den Markt. In Zusammenarbeit mit Ferrari ist dieses lizenzierte Replika-Wheel entstanden, welches mit 2 Quick-Release-Systemen an den Start geht. In diesem Video sprechen wir über alle Details bis hin zur Rennstrecken-Performance. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. Thrustmaster hat dieses Lenkrad als Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dieses längerfristig für euch in meinem Kanal testen und reviewen kann. Du kannst dieses Lenkrad in den nächsten Monaten in meinem Simracing Testcenter selbst unter die Lupe nehmen. Buchen und besuchen heißt die Devise, klickt bei Interesse den Link oben rechts. Es gibt keine Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich bin kein Teilnehmer eines Affiliate-Programms des Anbieters, doch nun kann es losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Bezug. Das Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on, so lautet die genaue Produktbezeichnung, ist um 249,99 € im Thrustmaster Webshop oder beispielsweise bei Amazon gelistet. Amazon gibt als Erscheinungsdatum den 26. Oktober 2023 an. Nächstes Kapitel der Lieferumfang. Im Lieferumfang erhaltet ihr das Lenkrad und 2 Quick-Release-Adapter. Schrauben und Werkzeug sind mit dabei und die Ware kommt wie gewohnt sehr gut verpackt und gepolstert in einer ordentlichen Retail-Verpackung samt Überkarton zu euch ins Haus geliefert. Kapitel Nummer 3, die Kompatibilität. Das Lenkrad ist durch die beiden mitgelieferten Quick-Release-Adapter mit jeder derzeit erhältlichen Thrustmaster Wheelbase kompatibel. Bitte beachtet, dass dies nur für Thrustmaster Wheelbases gilt, welche auch einen Lenkradtausch erlauben. Somit kann das Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on mit den Wheelbase-Modellen T818, TGT, TGT2 Servobase, T300 RS Servobase, TS PC Racer, TSXW, TX Racing Wheel Servobase und TSXW Servobase verwendet werden. In Sachen Plattformkompatibilität hängt der Support mit eben der eingesetzten Wheelbase zusammen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 4, Ausstattung und die technischen Details. Dieses Kapitel sehen wir uns am besten live und direkt an und ich zeige euch, was dieses neue Wheel zu bieten hat. Von den Features, die dieses Lenkrad an den Start bringt, ihr seht diese Thumb-Encoder hier oberseitig, ihr seht ein relativ symmetrisches Design mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Buttons. Auf der linken Seite 5 Buttons und dann seht ihr hier so ein D-Pad, rauf, runter, links und rechts. Dann seht ihr diese Rotary Encoder, die könnt ihr links, rechts drehen
und entsprechend drücken. Der mittige Knopf ist ohne Funktion. Das ist die vorderseitige Ausstattung. Rückseitig seht ihr entsprechend Up-and-Down-Shift, wie ihr das kennt von sämtlichen anderen Lenkradmodellen, und eben diesen Quick-Release-Adapter. Ihr entscheidet dann, ihr habt out of box beide Adapter mit bei und je nach Wheelbase, die ihr einsetzt, verwendet ihr den passenden Adapter. Bei mir die Thrustmaster T818 Base und somit den direkten Adapter eben für diese Base. Was nicht mehr am Start ist, ist dieser damalige Adapter bzw. diese Adapterlösung. Ihr erinnert euch, im T818 Review habe ich euch dies gezeigt. Da gab es diesen Originaladapter, dann dieses Zwischenstück für die T818 Base und so eine Überwurf-Gewindehülse, die ihr dann festschraubt und mit dieser Schraube innenseitig, um dieses Ding dann an die neue T818 Base zu bringen. Das ist alles obsolet. Sämtliche neue Lenkräder von Thrustmaster, die werden so wie jetzt das erste Mal mit diesem 488 GT3 Wheel direkt mit dieser Adapterlösung, ich blende euch die Szenen-Overlay mit ein, ausgeliefert und ihr entscheidet dann, welcher Adapter bei euch zum Einsatz kommen soll. Die Vorteile dessen, das sprechen wir dann im Rennstreckentest durch. In Sachen Ausstattungsmerkmal, auch das könnt ihr hier gut erkennen. Ihr könnt diese Schaltpedals hier noch weiter nach außen setzen über dieses Lochbild um etwa einen Zentimeter. Das ist hier möglich. Und eine zweite Möglichkeit, die ihr habt, ich hoffe, ihr könnt hier reinsehen. Da seht ihr so Zwischenhülsen hier eingebracht, die könnt ihr Schrauben lösen, die Zwischenhülsen entnehmen und somit kommt das Pedal um diese paar Millimeter weiter nach unten und somit näher zu euren Fingern. Für mich jetzt mit mittelgroßen Händen ist dieses Out-of-Box-Setting, sprich mit Zwischenhülsen, sprich in der eher inneren Position optimal. Ihr seht, meine Finger liegen wunderbar auf. Ich kann hier alle 4 Finger komfortabel Platz nehmen lassen. Was ich euch in Sachen Ausstattung noch vorenthalten habe, ist die LED-Ausstattung. Hier 1, 2, 3, 4 LEDs. Was ihr damit angezeigt bekommt, beziehungsweise welche Spiele supportet werden, das seht ihr in der Bedienungsanleitung. Und ich zeige euch, wie ihr diese dann in-game einsetzen könnt im Rennstreckentest. Da könnt ihr umschalten zwischen so einem GT und dem Formula-Modus. Über das werden wir dann im Kapitel Rennstreckentest sehr ausführlich sprechen. Und weiter geht es dann gleich mit den technischen Details. Dieses Lenkrad mit diesem für Thrustmaster T818 Wheelbase Quick Release Adapter bringt, wir gucken uns das an, 1021 Gramm auf die Waage. Ein sehr, sehr leichtes Wheel für diesen relativ großen Durchmesser. Apropos Durchmesser, und somit kommen wir zu den Abmessungen. Ihr habt ein Replika-Design 1:1 wie im echten Ferrari, zumindest was die Abmasse angeht und dieses Design eben. Und hier seht ihr, ihr habt einen Durchmesser von 31 cm, außenseitig in der Mitte hier das typische GT-Design 135 auf 170, so ein Butterfly-ähnliches Design. Ihr habt relativ große Griffe, sprich mit großen Durchmessern, das könnt ihr hier seitlich erkennen. Auch da messen wir kurz mal rein, da sind wir bei um die 45 mm und in der Breite von um die 30. Relativ ergonomisch gut ausgeformt, so ein leicht aufgerautes Finish. Das heißt, ihr habt nicht diese glatten, klebrigen Überzüge hier am Lenkrad. Das fühlt sich in meinen Augen auch ohne Handschuhe gut an. Noch ein paar technische Details in Sachen Abmessungen. Ihr habt inklusive Quick Release Adapter eine relativ niedrige Bauhöhe von um die 85, 90 mm und diese Encoder tragen um die 1,5 cm auf. Kommen wir zum Button-Feedback, Auslösekräfte der Buttons. Ihr habt ein sehr kurzes Button-Feedback, das könnt ihr auch hier hören, relativ knackig. Sprich Button Range um die 3 mm, so würde ich jetzt sagen, und vom Feedback, ein Auslösefeedback von um die 750 Gramm, würde ich jetzt sagen. Dieses D-Pad hat ein eher leichtes Auslösefeedback, genauso wie diese Encoder. Und wenn wir jetzt beim Feedback bleiben, Shifter-Mechanik, die löst mittelleicht, würde ich sagen, aus im Bereich von, auch das messen wir jetzt hier raus, ein gutes Kilo, würde ich jetzt sagen. Ja, da seid ihr bei einem Auslösefeedback von einem guten Kilogramm. Je nachdem, auch hier liegt Thrustmaster optionale Klebepads mit bei. Da könnt ihr jetzt über diese Schrauben diese Gegenplatte lösen und dann innenseitig
solche Klebepads aufkleben, um dieses Geräusch etwas zu dämpfen, aber gleichzeitig wird dann euer Feedback in Sachen Auslösekraft etwas schwächer, ebenso auch gedämpft. Bleiben wir beim Thema Geräusch, auch das messen wir natürlich live raus. Ihr habt so ein, ich würde sagen, mittellautes Feedback der Shifter-Mechanik im Auslieferungszustand. Da sind wir, lasst uns hier schnell mal gucken, aus unmittelbarer Entfernung bei, ja, bei guten 70 Dezibel gelandet. Das ist so ein mittellautes Geräuschfeedback. Das heißt, wenn jemand in unmittelbarer Entfernung neben euch in Ruhe Fernsehen gucken möchte, kann ihm dieses Klickern bzw. Klackern etwas zu laut werden, aber du solltest damit auch in hellhörigen Wohnungen kein Problem bekommen. Und wie bereits erwähnt, im Fall der Fälle, nimm diese Klebepads zur Hand, klebe diese ein und dann kannst du hier mit dem Geräuschlevel etwas nach unten kommen. Diese Klebepads sind, so wie das Werkzeug und die Schrauben für die Montage des Quick Releases, das seht ihr hier, beigepackt, eingelegt, die zieht ihr dann ab, die sind so vorperforiert und könnt ihr dann anbringen. Gucken wir das Wheel noch in Sachen Materialauswahl an. Ihr seht, frontseitig habt ihr so eine dünne Carbonplatte, die als Cover dient, ein optisches Upgrade, klarerweise gegenüber dem Replika-Standard sozusagen verbindet. Und in Sachen Stabilität kümmert sich hier, das seht ihr, ich hoffe, ich bekomme das auf die Cam, direkt unter dieser Carbon-Applikation habt ihr so eine dünne Metallplatte, die über das ganze Lenkrad hinweg bis zu den Grips durchgezogen ist, die dem Lenkrad die entsprechende Stabilität hier mitgibt. Dann angeschlossen an die Metallplatte bzw. damit verbunden habt ihr so ein komplettes Gehäusedesign aus Kunststoff und dann auch aus diesem Verbundkunststoff diesen entsprechenden Quick Release Adapter. In Sachen Shifter-Mechanik bzw. Pedals, wie sieht es da aus? Ihr habt Shifter-Pedals aus Metall, hier aus Vollmetall, Dicke 3-4 mm etwa, und auch bei den Shifter-Armen, das könnt ihr hier gut erkennen, auch hier habt ihr eine Metallkonstruktion. Lediglich diese Gegenpads, die diese Magnete aufnehmen, die sind wiederum aus Kunststoff ausgeführt. In Sachen Grips, so Kunststoff-Grips, über die haben wir bereits gesprochen. Bei den Buttons üblicher Standard und die Buttons selbst, die sind dann mit diesen runden Klebefolien entsprechend dem Farbdesign beklebt. Ihr habt aufgedruckte Schrift, entsprechend der Schriftzug bzw. hier diese ganzen Bezeichnungen und nochmal rückseitig geblickt, unterseitig der Thrustmaster Schriftzug. Die Bezeichnung F488 GT3WW, so heißt dieses Ding. Modellname, eine Seriennummer und das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Hier vielleicht noch gut zu erkennen, diese durchgehende Metallplatte, das könnt ihr hier, denke ich, gut sehen, worüber dann auch die Grips direkt hier innenseitig mit 1, 2, 3 Schrauben miteinander verbunden sind. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 5, die Software. In diesem Punkt verweise ich auf die letzten Thrustmaster Reviews in meinem Kanal, speziell zum T818. Hier bin ich auf alle Details rund um die Software eingegangen und wichtig für euch ist, dass ihr den aktuellen Treiber im Einsatz habt und bei Bedarf eure Wheelbase auf den aktuellen Firmware-Stand updatet. Kapitel Nummer 6, das Firmware-Update des Lenkrads. Insofern ein Firmware-Update des Lenkrads notwendig ist, wird dieses über den innenseitig verbauten USB-C-Anschluss unter dem Quick Release direkt mit dem PC verbunden. Dies war in meinem Fall bei der Erstinbetriebnahme aber nicht nötig. Weiter geht's mit einem subjektiven Kapitel, die Optik. Das Thrustmaster Ferrari 488 GT3 Wheel ist eine 1:1 Replika. Dies bedeutet, dass der Formfaktor, der Durchmesser und die Buttonausstattung sowie die Optik realitätstreu nachgebildet wurde. Selbsterklärend ist, dass der Materialeinsatz in einem echten Ferrari 488 GT3 ein anderer ist als bei einem Lenkrad in dieser Preisklasse. Frontseitig springt die Carbonplatte ins Auge, das Design wirkt aufgeräumt. Das Lenkrad wirkt mit dem realitätsgetreuen Durchmesser von 31 cm groß, verglichen mit den kleineren Lenkradmodellen. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, die Haptik. Die Griffflächen wurden mit einem leicht aufgerauten Kunststoff überzogen. Diese fühlen sich zweckmäßig, aber ordentlich an und kleben nicht an den Handoberflächen, wenn man ohne Handschuhe so wie ich unterwegs ist. Bei der Betätigung der Schaltmechanik fällt ein satter Druckpunkt auf. Auf den Schaltpedals haben die Finger komfortabel Platz und die Griffflächen sind ergonomisch durchschnittlich angepasst.
Das Lenkrad fühlt sich durch den Durchmesser von 31 cm sehr wuchtig, eher groß an. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 9, die Verarbeitung. Die Verarbeitung des Lenkrads ist ordentlich ausgeführt. Im Rennbetrieb ist die spürbar, dass sich nichts verwindet und ohne Knarzen des Gehäuses oder Adapters funktioniert. Die Pedals samt Aufnahme aus Metall sind einwandfrei verarbeitet und Gleiches gilt für den exakt eingepassten Quick-Release-Adapter. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 10, die Ergonomie. Ohne das Lenkrad loslassen zu müssen, können zahlreiche Eingaben getätigt werden. Diese sind durch die Thumb-Encoder, Dreh-Encoder, ein D-Pad und die seitlich positionierten Buttons ergonomisch vorbildlich umgesetzt. Die Schaltpedals sind sehr gut erreichbar und umfangreich einstellbar. Das Rim liegt durch den großen Durchmesser der Griffflächen gut in der Hand. Die Aussparungen für Daumen oberhalb der Speiche und Finger unterhalb der Speiche sind großzügig dimensioniert und ebenso ergonomisch angenehm und langstreckentauglich ausgeführt. Kapitel Nummer 11, unser Hauptkapitel der Rennstreckentest. Gehen wir am besten wieder live ans Rig, drehen ein paar Runden und reden über alle Eigenschaften. Im heutigen Rennstreckentest sind wir unterwegs mit Assetto Corsa Competizione hier auf Spa. Simlab GT1 Pro Rig, ein Triple Moni Setup, 32 Zoll. Was gibt es noch zu sagen? Klarerweise die Thrustmaster T818, Wheelbase das 488 GT3 Wheel. Hier noch der Vollständigkeit halber ein Thrustmaster TSS sequenzieller Shifter und eine Simlab Handbrake. Das Fahrzeug klarerweise passend zum Lenkrad der 488 GT3 und wie ihr so in-game sehen könnt, ein Replika-Wheel, das wunderbar zu diesem Standard passt, wie auch hier eingeblendet in Assetto Corsa Competizione. Ich blende euch dann noch ein paar Szenen ein vom originalen Assetto Corsa. Da sieht dieses Wheel in-game in meinen Augen nochmal schöner, nochmal besser aus, wie hier in Assetto Corsa Competizione. Bleiben wir kurz stehen, beziehungsweise ich möchte kurz etwas zu diesem LED-Setup sagen. Ich habe zwei Möglichkeiten, diese im GT-Stil leuchten zu lassen oder im Formula-Stil. Im GT-Stil, das könnt ihr gut sehen, es werden schon einige Spiele supported und dann könnt ihr erkennen, wenn die Drehzahl ansteigt, ich fahre da hier mal langsam im ersten Gang, um euch dies zu zeigen, erscheinen die LEDs in grün, höhere Drehzahl verwandeln die sich in eine gelbe Farbe und dann entsprechend in rot und kurz vorm Limiter bzw. am Limiter dann in rot blinkend. Das ist der übliche GT-Style. Du kannst jetzt umschalten auf den Formula-Style, indem du diesen Flash-Button und diese beiden Rotary Encoder, gedrückt hältst, 5 Sekunden lang. Machen wir dies, 5 Sekunden relativ lang gedrückt halten. Dann siehst du an diesen blauen LEDs, jetzt bist du in diesem Einrichtungsmodus, drehst du den linken Rotary Encoder, kannst du die Helligkeit der LEDs verstellen. Hier seht ihr sehr grell schon fast auf Max und dunkel oder ausschalten auf Minimum. Ich lasse diese jetzt mal sehr hell leuchten, damit ihr dies gut hier in meinem Video erkennen könnt. Und nächster Punkt, jetzt die rote LED sagte, du bist im GT-Modus, drehst du hier an dem Rotor Encoder nach rechts, dann bist du auf blau nach links, GT-Modus, blau Formula-Modus, raus aus dem Einstellungsmodus, wieder gedrückt halten hier und die beiden Encoder. Und jetzt bist du im jetzt bist du im Formula-Style gelandet und hier leuchten jetzt die LEDs. Ihr seht, niedrige Drehzahl grün, wird die Drehzahl etwas höher, geht dies gleich auf rot, dann auf blau und dann auf blau blinkend. Da habt ihr eben jetzt ein anderes Farbschema. Ich gehe jetzt zurück wieder auf den GT-Style, passend eben zu diesem Lenkrad und zu dieser Fahrzeugklasse. Nochmal gezeigt, hier nach links gedreht, rote LED, wieder raus aus dem Modus und ich bin im GT-Style in Sachen LED gelandet. Jetzt konzentrieren wir uns auf das Lenkrad. Was fällt dir auf den ersten Metern auf? Du hast verglichen mit diesen meistens kleineren Lenkrädern im Thrustmaster-Universum, da seid ihr meistens mit 28, maximal 30 cm Durchmesser unterwegs. Hier ein richtig schön großes, ordentliches, realitätsgetreues Lenkrad in Sachen Größenverhältnisse. 31 cm Durchmesser heißt, du hast eine breite Griffhaltung hier, nahezu schulterbreit und das heißt hier sehr komfortabel, langstreckentauglich unterwegs sein zu können. Verglichen mit Lenkrädern, wo du eine sehr enge Griffhaltung hast und hier über die Handgelenke so einen Knick drin hast,
ist dies mit dem Lenkrad Durchmesser 31 sehr komfortabel. Klassische GT-Form, oben unten abgeflacht. Du hast deine Finger gut eingebettet hier an den Griffen. Das Material fühlt sich in meinen Augen für Rubber Grips wirklich gut an. Da hast du nicht dieses glatte, nahezu schon klebrige haptische Feedback, sondern so ein leicht aufgerautes, griffiges Feedback, das dir auch ohne Handschuhe, so wie ich üblicherweise unterwegs bin, ein relativ gutes, griffiges Gefühl bietet. So würde ich dies jetzt bezeichnen. In Sachen Ergonomie, das könnt ihr hier gut an meinen Daumen erkennen, wunderbar erreichbar diese oberseitigen, ja, wie nennt man diese, ja, sind so ähnlich wie Toggle-Switches. Da könnt ihr jetzt, ich habe mir hier auf den rechten draufgelegt, die Traktionskontrolle, plus minus, das seht ihr hier rechts eingeblendet. Und auf dem linken habe ich mir die Force Feedback Power, den Force Feedback Multiplier hier draufgelegt. Ich gehe jetzt hier mal hoch mit dem Force Feedback Multiplier auf 1,0, im Treiber auch auf 100%, um euch rückzumelden, wie sich dieses Ding jetzt in Sachen Geräuschkulisse verhält. Du hast, jetzt seht ihr, wenn ich hier abseits der Piste fahre, hörst du hier kein Klackern, kein Rattern außerhalb der Wheelbase bzw. des Lenkrads, auch des Quick Releases. Das Einzige, was du hören kannst, ist bei etwas gröberen Effekten hier über diese Curbs. Ich halte mir jetzt die Klappe und versuche dies aufs Mic zu bekommen. Wartet mal. So ein leichtes Geräusch hörst du, dass irgend so ein Button vibriert, und das sind diese beiden Buttons. Die sind sehr leicht gelagert, das könnt ihr hier gut erkennen. Und bei rauen Effekten über harte Bodenwellen mit einem hohen Drehmoment kannst du die leicht hören. Wenn du mit einem sehr leisen Spielsound, so wie ich jetzt unterwegs bin, damit ihr mich überhaupt hören könnt, drehst du den auf normale Lautstärke hoch, wirst du das nicht hören. Das ist so ein einziger kleiner negativer Aspekt, weil grundsätzlich vom Lenkrad, vom Wheelbase, von der Quick Release Verbindung hörst du absolut nichts raus. Das ist wunderbar und schön knarzfrei ausgeführt. Was du noch spüren kannst jetzt in Sachen Quick Release, dieser direkte Quick Release, diese direkte Verbindung, das habe ich euch genauestens gezeigt. Und da hast du eben ein Upgrade zu dem damaligen System, wo du diese Überwurfhülse benötigt hast. Wenn ich jetzt hier den schnellen Lenkradwechsel hier vollziehe, hier aufgemacht, Lenkrad aufgesetzt entsprechend, zack, diese Schelle, diesen Spanner zu, kannst du direkt weiterfahren. Und was merkst du jetzt verglichen mit diesem direkten Quick Release Adapter und dem für ältere bzw. Vorgänger-Wheels nötigen Überwurf-Hülsenadapter, das würde ich diesen jetzt nennen. Du merkst jetzt hier über die Curbs, du hast ein leichter gedämpftes Feedback verglichen jetzt mit diesem 488 GT3 direkten Quick Release Adapter, wo du dir eben diese Überwurfhülse sparst. Das bringt dir, ich fahre jetzt absichtlich mal hier abseits, hier auch seitlich über diese feinen Kanalgitter drüber, hier nochmal über die Curbs. Du spürst eben, wenn du jetzt den Wechsel vollziehst auf dieses 488 GT3 Wheel, dass du hier nochmal die Effekte klarer, direkter rückgemeldet bekommst. Versteht mich an dieser Stelle nicht falsch, ich finde, dass diese Überwurf-Adapter-Lösung eine gute Lösung war. Die war nicht schlecht in meinen Augen, war gut umgesetzt. Aber hier gibt es einen Step-Up, wenn du jetzt eben das erste Lenkrad, das 488 GT3 mit dem Direktadapter im Einsatz hast, hier über die Curbs. Die spürst du raus, etwas gedämpfter, als wenn du jetzt hier den Lenkradtausch vollziehst. Und dann schnappen wir uns das 488 GT3 Wheel hier drauf gesteckt. Weiter über die Curbs und du spürst auf den ersten Curbmetern sozusagen, dass du ein knackigeres Feedback am Start hast. Das ist vernehmbar. Hier jetzt durch die Eau Rouge durch. Wunderbar, die 488 GT3 T818 Combo. Meldet euch diesen stärker werdenden Grip, Downforce gut rück. Es kommen von den 10 Newtonmeter Drehmoment ordentliche Power hier noch an diesem sehr leichten Lenkradmodell an. Auch hier gibt es absolut keine Probleme. Ich würde generell sagen, ein Lenkrad dieser Baugröße bedarf schon einiges an Drehmoment, 6, 7 Newtonmeter aufwärts. In meinen Augen
Da wirst du mit einer T300 und 3,9, knapp 4 Newtonmeter Drehmoment ab und an etwas wenig spüren, wenn du jetzt der Typ bist, der gern so einen Gegendruck am Lenkrad hat. Ich hatte erst gestern einen Kunden hier in meinem Testcenter aus der Lauda-Generation. Ein Verwandter war bei mir im Haus, ein Testfahrer, der jetzt viel gerade für GT3-Teams im echten Leben klarerweise testet. Und der hat mir auch rückgemeldet, das, was ich euch immer auch sage. Ihr habt so einen Drehmoment in einem echten GT3, die klarerweise servo unterstützt sind, im Bereich von 11, 12 Newtonmeter. Das ist der Realismus, der im echten GT3-Sport am Start ist. Du brauchst einen ordentlichen Gegendruck, um auf der Rennstrecke wirklich performant unterwegs sein zu können, um dann diesen Grip Loss wie hier unter und Übersteuern richtig rausspüren zu können. Entsprechend könnt ihr dies mit einem T818 nahezu realistisch simulieren. Fehlen 1-2 Newtonmeter, aber ihr kommt schon sehr nahe an den Realismus, an den Kräftebereich des Realismus heran. Kleiner Exkurs jetzt, Vergleich Rennsimulator und echtes Leben im GT3. Zurück jetzt zum 488 GT3 Bundle. In meinen Augen ein Lenkrad, das hier eine wunderbare Ergonomie bietet, über das haben wir gesprochen, alle Buttons hier sehr gut erreichbar. Ihr seht mit meinen Daumen hier bis runter, entsprechend hier das D-Pad, diese Encoder und für die Drehencoder klarerweise müsst ihr die Hände vom Lenkrad nehmen. Weiters in Sachen Ergonomie gut gelungen, diese Shifter-Mechanik. Ich habe diese jetzt hier beim Rennstreckentest out of box, habe nichts verstellt, aber auch hier könnt ihr eben die Pedals etwas weiter nach raus, weiter nach rein oder die Distanzbuchse entfernen, um näher oder weiter weg von eurem Rim zu gelangen. Was gibt es noch zu dem Lenkradmodell zu sagen? Über die LEDs haben wir eingangs gesprochen. Ich finde dieses System mit diesen 2 LEDs, die hier jetzt noch in grün leuchten und dann entsprechend die Farbe in Richtung Gelb und Rot, dann rot blinkend verändern, sind sehr gut sichtbar. Die haben eine sehr gute Leuchtkraft, die ihr bei Bedarf dimmen könnt, wenn ihr in etwas dunklerer Umgebung unterwegs seid, wie ich, der für eure Videos klarerweise immer hier mit Festbeleuchtung am Start ist, damit ihr ordentlich was zu sehen bekommt. Das ist ein gutes System, ersetzt nicht ganz so ein LED-Drehzahlband in meinen Augen, wo du dann den Schaltzeitpunkt noch etwas besser timen kannst. Aber wenn du jetzt ein erfahrener Simracer bist, dann machst du meistens deinen Schaltzeitpunkt mit deinem Gehör. Du hörst dann, wann der Motor die optimale Drehzahl erreicht hat, um den nächsten Gang hier klarerweise einzulegen. Aber unterstützend auch mit diesen 2 LEDs in meinen Augen ein sinnvolles Feature, das an dieses Lenkrad gebracht wurde und klarerweise auch dem Replika-Standard geschuldet ist. Das soll es jetzt gewesen sein mit diesem ausführlichen Rennstreckentest. Ich drehe diese Runde jetzt noch gemütlich fertig und melde mich in Kürze wieder bei euch. Zurück vom Rig kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, die positiven Aspekte sowie das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, negative Aspekte. Die Thumb-Encoder, oberseitig links-rechts, sind eher locker gelagert und man kann diese bei rauen Effekten raushören. Hier wäre eine exaktere, eine festere Anbringung oder andere Lösung vorteilhaft, da der Rest des Lenkrads geräuschmäßig völlig unauffällig agiert. Zweiter Negativaspekt ist die Anbringung des Quick Release Adapters. Hier heißt es Geduld mitbringen und den Adapter in der sehr engen Aufnahme passgenau zu positionieren. Dies kann unter Umständen etwas dauern, etwas fummelig sein. Kapitel Nummer 13, neutrale Aspekte. Das Betätigungsfeedback der Buttons und Thumb sowie Rotary Encoder ist mittelmäßig, geht aber unter Berücksichtigung dieser Preisklasse in Ordnung.
In Sachen LED-Beleuchtung ist der Einsatz für den richtigen Schaltzeitpunkt hilfreich, kann aber ein komplettes Drehzahlband nicht ganz ersetzen. Und letzter neutraler Aspekt ist der Einsatz von Verbundkunststoff des Quick-Release-Adapters. Dieser macht im Rennstreckentest, wie bereits erwähnt, einen guten Job, reicht aber an Konstruktionen aus Vollmetall nicht ganz heran. Um fair zu bleiben, gilt es, wie bereits erwähnt, auch immer den Preisbereich im Hinterkopf zu behalten. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Ein wertiger Einsatz von Materialien wie der Carbonfrontplatte und Metall bei den Shiftern bei der Aufnahme sind für ein Lenkrad dieser Preisklasse vorbildlich. Bleiben wir an dieser Stelle gleich beim Preis. Thrustmaster bringt ein preislich mehr als fair angesetztes Lenkrad an den Start, welches knapp 250 € aufgrund der Bauweise, Ausstattung, der Performance des Replika-Standards rechtfertigt. Die Schaltmechanik der Pedals ist gut gelagert und verstellbar. Sämtliche Bedienelemente lassen sich ohne störende Knarzgeräusche bedienen. Die Lenkradform bietet zwischen den Oberschenkeln durch die Abflachung sehr viel Platz. Der Lenkraddurchmesser von 31 cm ist für den GT-Langstreckeneinsatz optimal gewählt. Die Entscheidung, gleich 2 Quick-Release-Adapter beizulegen, ist ein kluger Zug in Sachen Kompatibilität, ohne dass dabei dann Aufpreise verlangt werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Optik. Diese Wertung müsst ihr klarerweise subjektiv einordnen, aber ich persönlich finde dieses Replika-Design mehr als gelungen. Postet bitte dazu eure Meinung in der Kommentarfunktion. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 15, Fazit und Kaufempfehlung. In Sachen Kaufempfehlung spricht Thrustmaster Simracer an, die ein Lenkrad aus dem realen Motorsport in Form einer Replika-Nachbildung an den eigenen Simulator bringen wollen. Und in diesem Punkt ist die Zusammenarbeit von Ferrari und Thrustmaster in meinen Augen wirklich gut gelungen. Dies unterstreicht die größer werdende Bedeutung des Simracing-Marktes, wenn solche Partnerschaften geschlossen werden oder eben Bestand haben. Wenn du ein Thrustmaster T818 Direct Drive Wheelbase Besitzer bist, dann führt in meinen Augen kein Weg an diesem Lenkrad vorbei, so zumindest meine persönliche Einschätzung. Das 488 Wheel ist das erste Lenkradmodell von Thrustmaster, welches die direkte Quick-Release-Verbindung ermöglicht und die damalige Adapterlösung mit dieser Überwurfhülse obsolet macht. Und dies bringt spürbare Verbesserungen auf die Rennstrecke. Die direkte Verbindung zwischen Lenkrad und Quick-Release-Adapter transportiert die Effekte einfach besser und direkter an deine Hände, als dies mit dieser ehemaligen Adapterlösung der Fall ist. In Sachen Ausstattung und Ergonomie bringt das Ferrari 488 GT3 Wheel Add-on viele positive Aspekte an deine Wheelbase, die sich als GT-Simracing-Fan einfach richtig und somit passend anfühlen. Dies bestätigen auch meine Kunden im Testcenter, die bereits einige Runden mit der Kombination T818 Wheelbase und Ferrari 488 Wheel gedreht haben. Bitte beachte, dass sich ein Lenkrad mit einem Durchmesser von 31 cm handelt. Der Hebelweg bis hin zur Motorachse ist entsprechend größer als bei kleineren Lenkraddurchmessern. Somit bedarf es einer etwas kräftigeren Wheelbase, damit noch genügend Kraft an deinen Händen, an deinen Fingern ankommt. Dies kann bei einer T300 Wheelbase mit knapp unter 4 Nm Drehmoment etwas einschränkend sein. Zusammengefasst finde ich es gut, dass Thrustmaster das Direct Drive Portfolio mit diesem Lenkrad ausweitet und gleichzeitig preislich am Boden bleibt. Direct Drive Wheels im Enthusiastenbereich sind bereits umfassend verfügbar von anderen Mitbewerbern und somit ist es umso wichtiger, dass Thrustmaster den wichtigen Markt des Mittelklasse-Preissegments bedient. Weiter so Thrustmaster, ich freue mich auf neue Lenkradmodelle mit dem neu gestalteten direkten Quick-Release-Adapter. Kommen wir zu Kapitel Nummer 16, einem spannenden Ausblick. Am kommenden Wochenende geht's für mich nach Dortmund zur Simracing Expo. Ein Teaser-Video zur Expo habe ich bereits hochgeladen, ein Pflichttermin für alle Simracing-Fans. Klickt dieses an und dann erfahrt ihr, wann und wo ihr mich dort treffen und welches Line-Up ihr erwarten könnt. Von Simlab ist ein neues Rig auf dem Weg in mein Testcenter. Und willst du Simracing Peripherie einmal selbst live testen und meine Beratung in Anspruch nehmen, dann heißt das Motto buchen und besuchen. Alle Details unterhalb dieses Videos über den Link zu meiner Homepage.
Stay tuned, stay safe und bitte abonniere meinen Kanal, wenn du dies noch nicht gemacht hast, wie du mich unterstützen kannst. Auch das findest du unterhalb in der Videobeschreibung. Es macht wie immer Spaß, mit und für euch zu reviewen. Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, euer Ron.